Hier in diesem Video zeige ich dir, wie du Plastikdruckknöpfe, auch Cam Snaps genannt, anbringst. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Sie sind super einfach angebracht und es muss nichts genäht werden. Die Deckel gibt es in verschiedenen Formen, wie zum Beispiel Kreis, Sterne und so weiter. Und natürlich in ganz vielen verschiedenen Farben. Um die Plastikdruckknöpfe anzubringen, benötigst du eine Zange. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Hier kannst du die Werkzeuge austauschen, um zum Beispiel auch Ösen und andere Dinge anzubringen. Hier bei dieser Zange war zum Beispiel noch ein Schraubendreher dabei, zum Austauschen des Werkzeuges. Da aber hier schon das richtige Werkzeug drauf ist, können wir das gleich verwenden. Außerdem war hier noch eine Ahle dabei. Diese benötigst du zum Durchstechen der Druckknöpfe. Es geht aber auch ohne, da die Deckel eine Spitze haben. Die Druckknöpfe bestehen aus 2 Deckeln und einem weiblichen und einem männlichen Knopf. Die 2 Deckel haben eine Spitze und das ist der weibliche und der männliche Knopf. Bevor ihr sie anbringt, überprüft unbedingt, dass ihr sie richtig draufsteckt. Dazu steckt ihr sie einfach zusammen. Und dann seht ihr schon, wie ihr sie reinstechen müsst. Also immer erst prüfen und dann zusammenstecken. Als erstes musst du dir die Position bestimmen und dann mit der Ahle durchstechen. Mit dem Deckel stecht ihr jetzt durch das Loch. Da der Deckel aber eine Spitze hat, könnt ihr bei den meisten Stoffen auch so durchstechen. Bei diesem Werkzeug kommt auf die größere Scheibe der Deckel. Diese Plastikeinfassung hat so ein kleines Loch. Dort wird die Spitze beim Pressen flach gedrückt. Dadurch wird der Knopf fest. Ich zeige dir das gleich an einem Beispiel an einer Tasche. Ich habe mir hier schon die Position des Druckknopfes markiert. Ich stecke mir den Druckknopf über diesen Spitz durch auf die andere Seite und dann einen der beiden Knöpfe drauf. Welchen, das ist jetzt Geschmackssache, was ihr oben und unten haben wollt, das könnt ihr entscheiden. Mit der Zange wird jetzt die Spitze glatt gedrückt. Somit hält der Knopf. Dann stecke ich mir auf den Knopf das Gegenteil und finde so die Position des Gegenknopfes heraus. Diesen markiere ich mir und befestige den Gegenknopf genauso. Hier steche ich das Loch von außen durch, damit ich innen weiß, wo ich hin muss. Solche Druckknöpfe funktionieren sehr gut bei Taschenstoffen, wie zum Beispiel Canvas, Kork, Baumwolle und so weiter. Bei elastischen Stoffen, wie zum Beispiel Jersey, würde ich das nicht unbedingt verwenden, da das Ganze schnell ausleiern könnte. Natürlich hätte man das mit der Ahle auch machen können. Dann hätte man auch gleich die untere Markierung markieren können. Allerdings muss man dabei dann aufpassen, dass man hier nicht auch reinsticht. Also quasi hier durchstechen und diesen Stoff auch. Super einfach, oder? Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir doch gleich noch meine anderen Nähtechnik-Videos an oder meine Taschenvideos. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag in 2 Wochen wieder. Tschüss!